Seit uralten Zeiten erzählen die Menschen von kleinen Völkern, die tief unter Bergen und Hügeln wohnen, von Zwergen, Erdmännlein und Berggeistern. Sie sollen nachts an die Oberfläche steigen, wenn die Welt still geworden ist, und dort ihr heimliches Werk tun. Sie helfen, sie warnen, sie prüfen den Menschen, der ihnen begegnet. Ihre Reiche liegen im Innern der Erde, dort, wo das Licht nie hinfällt, wo Goldadern glänzen und Quellen singen. Und manchmal, so sagt man, tritt einer von ihnen hervor, in Gestalt eines Wanderers, eines Tänzers oder eines Gastes, der an der Tür klopft, wenn das Unwetter über das Land zieht. In diesen alten Geschichten, gesammelt und überliefert seit Jahrhunderten, ist die Grenze zwischen unserer Welt und der anderen nur ein dünner Schleier. Vielleicht ist sie nie ganz verschwunden. Vielleicht lauschen sie noch aus der Tiefe des Gesteins und warten auf die Stunde, da die Menschen wieder glauben können. Dies sind 4 Sagen aus jener Zeit, als das Zwergenvolk noch unter uns lebte. Der einkehrende Zwerg. Am stillen Ufer des Thunersees, dort, wo die Berge steil in den Himmel ragen und die Wolken sich in den dunklen Wassern spiegeln, lag einst das kleine Dörflein Ralligen. Wenn der Wind vom See heraufkam, rauschten die Tannen wie ferne Stimmen, und das Läuten der Kirchenglocke verlor sich in den Wellen. Es war eine Gegend, in der die Menschen einfach lebten, arm, aber arbeitsam und dem Himmel nah. Eines Abends, als Sturm und Regen über das Tal fegten, kam ein kleiner Wanderer den Pfad herab. Der Wind zerrte an seinem Mantel, der Regen tropfte von seinem grauen Bart und sein Stab stieß dumpf auf den nassen Boden. Es war ein Zwerg, kaum so groß wie ein Kind, aber seine Augen leuchteten wach und altklug. Er klopfte an die Türen der Bauern, die ihre Läden fest verschlossen hielten. »Lasst mich ein«, bat er mit dünner, müder Stimme, »nur für die Nacht, der Regen ist kalt und das Gewitter wild.« Doch die Leute schauten misstrauisch durch die Fenster. »Geh weiter, Alter, wir haben selbst kaum Platz und Brot«, riefen sie und lachten, als er in der Dunkelheit weiter stolperte. Vom Regen durchnässt und vom Wind gebeugt, kam der Zwerg schließlich an den Rand des Dorfes. Dort stand eine ärmliche Hütte, halb vom Hang verdeckt, mit einem kleinen Licht im Fenster. Das Zwerglein klopfte 3-mal leise an. Der alte Hirt, der darin wohnte, trat hinaus, die Laterne in der Hand, und fragte freundlich: »Wer begehrt Einlass zu so später Stunde?« »Ein müder Wanderer, verweht vom Sturm und vom Hunger geplagt.« »So tretet ein«, sprach der Alte. »Unser Haus ist klein, doch wer in Not ist, soll nicht draußen bleiben.« Die alte Frau des Hirten holte eilig Brot, Käse und ein wenig Milch. Das Zwerglein setzte sich an den Herd, schlürfte dankbar und sagte lächelnd: »Ich bin's nicht gewohnt, so derbe Kost zu speisen, doch euer Herz ist größer als manch reicher Tisch. Gott lohn euch eure Güte.« »Bleibt hier«, bat die Frau, »draußen tobt das Wetter. Ein Bettlein sollt ihr haben, so gut wie es richten können.« Doch der Zwerg schüttelte den Kopf. »Ich danke euch. Droben auf der Fluh habe ich noch Arbeit zu tun. Morgen werdet ihr meiner gedenken.« Mit diesen Worten verneigte er sich und verschwand in der Nacht, während der Regen an das kleine Fenster peitschte. Am nächsten Morgen weckte sie ein Krachen, das wie Donner durch das Tal rollte. Der Himmel war rot vom Wetterleuchten und der Wind fuhr in heulenden Böen über den See. Da löste sich oben am Felsjoch ein gewaltiger Block. Ein Stück der Fluh selbst brach los. Felsen, Erde, Wurzeln und Bäume stürzten donnernd zu Tal. Die Flut aus Schutt und Wasser riss alles mit sich, was im Dorf stand: Häuser, Vieh, Menschen. Nur die kleine Hütte der Alten stand noch, bebend, vom Strom umtost. Zitternd traten sie hinaus, den Tod vor Augen. Da sahen sie etwas Wunderbares. Mitten im tobenden Strom trieb ein riesiger Felsbrocken, und oben darauf stand das Zwerglein. Es lachte hell, als ritt es auf den Wellen und ruderte mit einem mächtigen Fichtenstamm.
Der Fels blieb just vor der Hütte liegen, staute das Wasser und schützte das kleine Haus vor der Vernichtung. Während die Alten auf die Knie fielen und zu Gott beteten, begann das Zwerglein zu wachsen. Es dehnte sich, wuchs und wuchs, bis es groß wie ein Berg war, und dann, in einem gleißenden Licht, löste es sich auf und verging in der Luft. Nur der Regen rauschte weiter, und über dem Thunersee lag eine tiefe, heilige Stille. Die beiden Alten aber blieben verschont, und in ihrem Herzen wussten sie, der Wanderer war kein gewöhnlicher Zwerg gewesen, sondern ein Bote aus jener verborgenen Welt, die in den Bergen wohnt. Ein Geist, der prüft, wer Güte im Herzen trägt. Das Erdmännlein und der Schäferjunge. In den grünen Hügeln unweit von Dresden, dort wo sich im Sommer der Duft von Heu über die Felder legt und das Läuten der Schafsglocken im Wind verweht, hütete im Jahr 1664 ein junger Schäfer seine Herde. Der Himmel war weit und klar, die Sonne stand hoch und nur das Summen der Insekten begleitete ihn in der Stille. Während der Junge still auf einem Stein saß und seine Schafe beobachtete, geschah etwas, das so seltsam war, dass ihm das Herz kurz stillstand. Der Stein neben ihm, ein rundlicher, unscheinbarer Feldstein, begann sich zu bewegen. Erst ein leichtes Zittern, dann hob er sich, als sei eine unsichtbare Kraft darunter, und hüpfte 2-3 Mal in die Luft. Der Schäferjunge rieb sich die Augen. Was bei allen guten Geistern, murmelte er, trat näher und beugte sich hinab. Neugierig hob er den Stein an, und in diesem Augenblick schoss ein kleines Wesen hervor, kaum so groß wie ein Huhn, mit einem spitzen Gesicht, glitzernden Augen und einem grauen Gewand, das aussah, als sei es aus Erde und Wurzelfasern gewebt. Das Männlein blieb vor dem Jungen stehen, stemmte die Hände in die Hüften und sprach: »Mit Ich war dahin verbannt, und du hast mich erlöst. Nun will ich dir dienen. Gib mir Arbeit, dass ich etwas zu tun habe.« Der Junge wich einen Schritt zurück. Sein Herz klopfte. Doch das Männlein sah weder böse noch bedrohlich aus, eher eigentümlich freundlich. Nach kurzem Zögern sagte er: »Nun gut, wenn du mir wirklich dienen willst, dann hilf mir, die Schafe zu hüten.« Da nickte das Erdmännlein zufrieden. Den ganzen Tag über lief es flink zwischen den Tieren umher, trieb die Lämmer zusammen, brachte die Nachzügler, und kein einziges Schaf verirrte sich. Der Junge wunderte sich über die Geschicklichkeit des kleinen Wesens und begann sich in seiner Gegenwart wohlzufühlen. Als die Sonne über den Hügeln sank und die Schatten lang wurden, trat das Erdmännlein wieder zu ihm. »Ich will mit dir gehen, wo du hingehst«, sagte es schlicht. Der Junge erschrak. »Das kann ich nicht«, antwortete er hastig. »Zu Hause wohnt mein Stiefvater mit meinen Geschwistern. Der ist hartherzig und jähzornig. Wenn ich dich mitbrächte, würde er mich schlimm schlagen und dich wohl gleich hinauswerfen.« Das Männlein runzelte die Stirn und seine kleinen Augen blitzten. »Du hast mich nun einmal erlöst«, sagte es ernst, »und wer mich erlöst, muss mir Herberge schaffen. Willst du mich selbst nicht behalten, so sorge für ein anderes Dach über meinem Kopf.« Der Junge überlegte. Dann zeigte er hinüber auf ein Haus am Rande des Dorfes. »Dort wohnt der Nachbar«, sprach er. »Er hat keine Kinder und lebt allein. Vielleicht nimmt er dich auf.« »So sei es«, sagte das Erdmännlein. Es machte einen kleinen Knicks, als wollte es sich bedanken, und sprang leichtfüßig davon. Der Nachbar, ein stiller, freundlicher Mann, staunte nicht schlecht, als das kleine Wesen am Abend an seine Tür klopfte. Doch da es höflich sprach und nichts Böses an sich hatte, gewährte er ihm Einlass. Von da an lebte das Erdmännlein bei ihm, und so sehr er sich auch bemühte, es loszuwerden, es blieb. Manche sagten, das Männlein habe ihm im Haus geholfen, den Garten bestellt und das Vieh versorgt. Andere behaupteten, es habe heimlich Goldstücke im Keller versteckt. Doch eines war gewiss: Seit jenem Tag, als der Stein hüpfte und das Erdmännlein aus der Erde trat, war das kleine Dorf unweit von Dresden um ein Rätsel reicher. Und der Schäferjunge erzählte sein Leben lang, dass ihm an jenem Sommertag der Geist des Berges selbst begegnet sei. Das Bergmännlein beim Tanz. In einem kleinen Dorf namens Glas, nicht weit von Salzburg und nur 1 Stunde vom sagenumwobenen Wunderberg entfernt, wurde einst ein großes Hochzeitsfest gefeiert. Es war Spätsommer und die Sonne stand schon tief über den Wiesen, als die Gäste in der Dorfstube tanzten, lachten und tranken. Die Musik klang weit hinaus in die Felder, wo der Abendwind die Halme neigte und das ferne Rauschen der Salzach zu hören war.
Gegen Abend trat unerwartet ein seltsamer Gast in die Tür. Er war klein von Gestalt, kaum bis zur Hüfte eines Mannes reichend, mit wettergegerbtem Gesicht, funkelnden Augen und einem Bart, der schimmerte, als sei Staub von Erz darin gefangen. Seine Kleidung war von dunklem Tuch, wie es die Bergleute tragen, und aus seiner Mütze tropfte noch etwas Feuchtigkeit, als käme er geradewegs aus der Tiefe der Erde. Die Leute tuschelten, doch niemand wagte, ihn fortzuschicken. Der Fremde, der sich als ein Bergmännlein aus dem Wunderberg vorstellte, sprach mit ruhiger, klarer Stimme: »Ich komme in Frieden, um mit euch zu feiern. Lasst mich mit euch tanzen, auf dass Freude und Eintracht unter euch bleiben.« Da die Leute ihn freundlich fanden und niemand etwas Böses in seinen Worten spürte, wurde ihm der Wunsch nicht verweigert. So trat er in den Kreis der Tänzer, und es war, als ob mit ihm ein leiser Schimmer in die Stube kam. Das Männlein tanzte mit mehreren ehrbaren Jungfrauen jedes Mal 3 Tänze und bewegte sich mit solcher Anmut, dass selbst die flinkesten Tänzer stutzten. Leicht und flink drehte es sich, seine Schritte klangen wie das Schlagen feiner Hämmer im Bergwerk, und die Musik schien ihm zu folgen, als wäre sie von Zauberhand gelenkt. Als der Tanz geendet war, bedankte sich das Bergmännlein mit einer höflichen Verneigung. Dann zog es aus seiner Tasche 3 kleine Geldstücke hervor, die in einem seltsamen Glanz schimmerten, und gab sie den Brautleuten. »Diese Münzen«, sprach es, »sollen euch an mich erinnern. Bewahrt sie gut und lebt in Frieden, in Eintracht und christlicher Demut. Solange ihr euren Reichtum mit den Armen teilt, wird euch kein Mangel treffen.« Die Gäste nickten ehrfürchtig, denn in der Stimme des kleinen Mannes lag eine Sanftheit, die niemand vergaß. Das Bergmännlein blieb bis in die Nacht beim Fest. Es nahm von Speise und Trank, aber nur in Maßen, als koste es mehr der Geselligkeit als der Nahrung wegen. Als die Musik verklang und die letzten Lichter im Saal flackerten, erhob es sich und sprach: »Nun ist meine Zeit gekommen. Wer von euch will mich über die Salzach führen?« Da trat ein Schiffer namens Johann Stendel vor, ein junger, kräftiger Mann, der gerade von der Arbeit am Fluss zurückgekehrt war. »Ich bringe euch hinüber«, sagte er und griff nach seinem Mantel. Gemeinsam verließen sie das Dorf, und der Weg führte durch Felder, die in silbernes Mondlicht getaucht waren. Auf dem Fluss glitt das Boot lautlos dahin, nur das Schlagen der Ruder durchbrach die Stille. Nach einer Weile sagte der Fährmann: »Herr, was gebt ihr mir für die Fahrt?« Das Männlein lächelte sanft und reichte ihm 3 Pfennige. Johann drehte sie in der Hand und runzelte die Stirn. »Das ist wenig für eine Überfahrt, noch dazu zu später Stunde.« Da sprach das Bergmannlein: »Sei zufrieden, guter Mann, bewahre diese Pfennige gut, und dein Haus soll nie Mangel leiden, wenn du nur dem Übermut fernbleibst. Nimm auch dies.« Es zog ein kleines Steinlein aus der Tasche, glatt und rund, und legte es ihm in die Hand. »Trage es bei dir. Solange du es am Halse trägst, wirst du im Wasser nicht untergehen.« Noch im selben Jahr sollte sich diese Prophezeiung bewahrheiten, als Johann bei starkem Hochwasser beinahe mit seinem Boot kenterte, aber wie durch unsichtbare Hand über Wasser blieb. Als sie das andere Ufer erreichten, bedankte sich das Bergmannlein, nickte kurz und sprach zum Abschied: »Bleibt fromm und demütig, Johann. Der Segen bleibt, wo Stolz weicht.« Dann verschwand es lautlos in der Dunkelheit, dorthin, wo der Weg zum Wunderberg führt. Manche sagen, in der stillen Sommernacht könne man dort noch heute Musik aus der Erde hören, als tanzte das Bergmannlein noch immer irgendwo tief unter dem Stein im Glanz seiner eigenen Welt. Der Abzug des Zwergvolks über die Brücke. Zwischen den sanften Hügeln und dunklen Wäldern an der Südseite des Harzes, dort wo das Land in graue Felsen übergeht und moosbewachsene Quellen aus dem Gestein sickern, lebte einst ein Volk kleiner, wunderlicher Wesen, die Zwerge. Ihre Behausungen, die man noch heute Zwerglöcher nennt, lagen verborgen in den Felsen der Grafschaft Hohenstein. Die meisten waren so eng, dass kein erwachsener Mensch hätte hineinkriechen können, manche aber waren größer und boten Raum für ganze Gesellschaften ihrer Art. Zwischen Walkenried und Neuhof lag ihr Reich, ja, man sagt, dort hätten sie sogar 2 Königreiche besessen. Tief unter der Erde, wo das Licht der Sonne nie hinfiel und das Glitzern von Edelsteinen die Dunkelheit ersetzte. Doch die Zeiten wurden hart. Ein Bauer jener Gegend, ein stiller, fleißiger Mann,
wunderte sich eines Sommers, dass seine Erbsenfelder Nacht für Nacht wie verhext leer gefressen waren. Kein Tier ließ sich blicken, kein Mensch war zu sehen, und doch waren am Morgen die Hülsen leer. In seiner Not ging er zu einer alten weisen Frau, die in einer Hütte am Waldrand lebte. »Wenn du wissen willst, wer deine Felder plündert«, sprach sie, »geh heut Nacht hinaus, wenn der Mond steigt, und schwinge über den Rain deines Feldes eine Rute in die Luft. Aber schlag nicht zu fest und fürchte dich nicht, was immer du siehst.« So tat der Mann, wie sie gesagt hatte. Die Nacht war still, nur Grillen zirpten und ein dünner Nebel kroch über den Boden. Als er die Rute hob und über die Erbsen schwang, hörte er plötzlich ein Rascheln. Und vor ihm standen, wie aus dem Dunst geboren, mehrere winzige Gestalten. Sie waren kaum 3 Spannen hoch, trugen graue Kappen und blickten erschrocken zu ihm auf. Der Bauer staunte. Seine Schläge hatten ihnen die unsichtbar machenden Nebelkappen vom Kopf gerissen. Nun standen die kleinen Diebe da, zitternd, die Hände gefaltet, und einer sprach mit dünner, flehender Stimme: »Hab Erbarmen, guter Mann. Wir sind es, die euch des Nachts die Feldfrüchte nehmen, nicht aus Bosheit, sondern aus Not. Unsere Vorräte sind aufgebraucht und der Winter drückt uns in den Bergen.« Die Kunde von den gefangenen Zwergen verbreitete sich rasch, und bald war das ganze Land in Aufruhr. Die Leute kamen herbei, um die kleinen Wesen zu sehen, die so lange nur in Märchen vorkamen. Schließlich schickte das Zwergvolk selbst Abgesandte. Sie baten um die Freilassung ihrer Brüder und boten als Gegenzug an, auf ewig das Land zu verlassen. Doch es entstand Streit. Die Menschen wollten sie nicht mit ihren verborgenen Schätzen zieren lassen, und die Zwerge wollten nicht unter den Blicken der Neugierigen abziehen. Nach langen Verhandlungen fand man einen merkwürdigen Kompromiss. Bei Neuhof führte eine schmale Brücke über einen tiefen, klaren Bach. Dort, so beschloss man, sollten die Zwerge in der Nacht über die Brücke zielen und in Gefäße, die man am Weg aufgestellt hatte, einen festgelegten Teil ihres Besitzes als Zoll werfen. Kein Mensch sollte anwesend sein, wenn sie den Übergang wagten. Als der Abend kam, legte sich Stille über das Tal. Nur der Wind strich leise durch das Schilf am Ufer. Doch einige Neugierige konnten ihre Spannung nicht bezähmen und krochen heimlich unter die Brücke, um wenigstens das Geräusch des Zuges zu hören. Und da, in der tiefsten Nacht, begann es. Erst ein fernes Murmeln, dann das leise Trappeln unzähliger kleiner Füßen. Es war, als zöge eine Herde von Schafen über das Holz, doch die Schritte klangen feiner, eiliger, fast flüsternd. Stundenlang dauerte das Getrappel, begleitet von einem kaum hörbaren Klingen, als fielen Münzen in die bereitgestellten Gefäße. Niemand sah sie, doch jeder wusste, das Zwergvolk verließ das Land. Als der Morgen graute, war es still. Auf der Brücke lagen nur ein paar glänzende Scherben und ein Hauch von Nebel, der sich im Licht der Sonne auflöste. Seit jener Nacht hat man nie wieder eine so große Zahl von Zwergen gesehen. Nur manchmal, so erzählten die Alten, tauchten einzelne von ihnen noch in den Höhlen der Berge auf. Und hin und wieder in alten Zeiten soll eines dieser Wesen ein neugeborenes Kind aus einer Hütte genommen und einen Wechselbalg zurückgelassen haben. Doch das sind Geschichten, die nur die Ältesten noch im Flüsterton erzählen, wenn der Wind vom Harz her über die Täler zieht, wo einst das Zwergvolk über die Brücke zog und für immer verschwand. So enden die alten Geschichten vom Zwergenvolk. Von jenen kleinen, stillen Wesen, die einst in den Bergen und Wäldern Deutschlands lebten. Sie kamen, halfen, verschwanden wieder. Und mit ihnen schwand etwas von dem Zauber, der einst über dem Land lag. Vielleicht waren sie nie aus Fleisch und Blut, sondern nur Sinnbilder für das Verborgene, das wir nicht mehr sehen, für den Geist der Erde, für das Geheimnis des Lebens in Stein und Wurzel, in Nacht und Nebel. Und doch, wer in stillen Nächten durch die Täler wandert, wenn der Wind leise über die Felder streicht und der Mond auf den Felsen ruht, der mag noch immer glauben, ein fernes Trappeln kleiner Schritte zu hören. Vielleicht ist es nur der Wind. Vielleicht aber auch das Volk unter der Erde, das noch einmal vorüberzieht.